geht man mit dem ganzen Thema Asthma beim Kind in der Kita, also im Kindergarten oder in der Schule um? Ja, ich glaube, auch da wäre das Wichtigste, dass die Betreuer und die Lehrer dieses Grundkonzept verstanden haben. Was tue ich akut und was muss das Kind aber auch sozusagen jeden Tag tun, damit die Bronchien nicht eng werden. Und dann in dem Notfall ist das Wichtigste zu wissen, wie wende ich dann dieses blaue Notfallspray an, auch mit diesem Inhalationsröhrchen, mit dem Spacer. Wie inhaliere ich richtig? Und auch nicht zu unterschätzen, im Notfall auch möglichst ruhig zu bleiben, ja, weil sich natürlich die Aufregung von den Betreuern und den Erziehern auch auf das Kind überträgt. Und das Kind ist ja sowieso schon etwas aufgeregt und nervös und verunsichert, wenn es merkt, dass es halt wieder schlechter Luft. Was gehört denn in jede Asthmatasche rein, Sarah? Ja, also wenn man jetzt Ausflüge plant und irgendwo, sag ich mal, sich in ja, neue Situationen begibt, dann auf jeden Fall doch wieder das blaue Asthma-Spray, weil idealerweise die Dauertherapie morgens und abends zu Hause erfolgt. Ja, also das ist dann kein Spray, was man unbedingt mitnehmen muss. Aber tatsächlich ändert sich das auch. Bei den Jugendlichen gibt es eine sogenannte Smart-Therapie, wo man dann auch sagt, Notfallspray hat auch eine antientzündliche Komponente. Also wenn man so ein Spray hat, dann sollte man dieses Spray mitnehmen. Was rätst du denn Eltern für den Urlaub, vor allem im Flugzeug, Meer, Berge, wie sie damit umgehen sollen? Ja, also in den Urlaub mitnehmen. Ganz wichtig ist alle Medikamente, die man hat. Also ein Notfall-Salbutamol-Bedarfsspray, die Dauertherapie, ja, weil wenn ich natürlich im Urlaub die Dauertherapie vernachlässige, was natürlich mal passieren kann, was aber schlecht wäre, wenn das Dauertherapie-Medikament komplett zu Hause bleibt, ja. Das könnte dann brenzlig werden. Und auch alle anderen Medikamente, die man ja vielleicht noch hat, wenn man eben Allergiker ist und da beispielsweise noch ein Antihistaminikum oder ein Nasenspray, also grundsätzlich alle Medikamente mitnehmen und sich dann auf eine entspannte Zeit mit möglichst wenig Stress freuen. Wann ist denn ein Notfall wirklich ein Notfall? Also wenn wir Symptome haben, die Atemnot und starken Husten zeigen, ja, dann muss man reagieren, ja. Also dann kann man nicht einfach sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Sport, sondern da muss man dann natürlich erstmal schauen, dass man die Lage stabilisiert. Welche Warnzeichen dürfen dann Eltern nie ignorieren? Wenn man sieht, dass das Kind so ausgeprägt schon atmet, dass es die Atemhilfsmuskulatur mitverwendet. Das kann auch bei den Kleinen beispielsweise ein Nasenflügeln sein oder dass man hier jugulär sieht, dass man sozusagen angestrengt atmet, wenn sich die ganze Brustmuskulatur, die Thoraxmuskulatur sozusagen mithebt. Ja, wenn man ein Pfeifen hört, das sind alles Zeichen dafür, dass die Atemwege sehr eng sind. Was ist denn dein Rat für die Nacht? Für die Nacht, ja, gut, im akuten Infekt ist es natürlich der Klassiker, wenn man einfach auch viel mit Verschleimung zu kämpfen hat. Die Kinder werden es weder nach vorne irgendwie so richtig los, weil Nase putzen, Nase schneuzen funktioniert noch so semi-gut. Und dann auch wiederum effektiv abhusten können die Kleinen meistens nicht gut. Ja, also der Schleim, der bewegt sich irgendwie immer nur so auf und ab im oberen Rachenbereich. Und wenn man sich dann hinlegt, dann hat man auch noch das Problem, dass die Schwerkraft sozusagen auch nicht mehr hilft, den Schleim irgendwie nach unten zu bewegen. Ja, was kann man dann machen? Optimalerweise vor der Nacht, das gilt jetzt aber grundsätzlich, jetzt nicht unbedingt nur bei Asthma-Patienten, dass man halt die Nase irgendwie nochmal frei macht, sei es mit abschwellenden Nasentropfen, Nasenspülung, je nachdem auch, was das Kind gut mitmacht. Dann bin ich auch dafür, dass im Raum, wo geschlafen wird, die Heizung nicht stark aufgedreht wird, idealerweise sogar abgedreht wird, dass man einfach kalte, kühle Luft atmen kann. Da auch vor dem Schlafengehen lüften, gegebenenfalls vielleicht nochmal nachlüften, bevor die Eltern dann schlafen gehen. Ja, und dann kann man nochmal schauen, ob man so ein bisschen was vielleicht unter die Matratze legt, was auch nochmal so eine ganz leichte Hochlagerung auch schon bei den kleineren Kindern macht und im Zweifel auch viel trinken, dass man den Schleim einfach nach unten hin los wird.